Mythos 917. Als erster Porsche siegt der Kultrennwagen bei den 24 Stunden von Le Mans. Mit über 1000 PS gilt der Porsche 917/30 als stärkstes Rundstreckenauto aller Zeiten. Die Geschichte eines der wichtigsten Rennwagen des 20. Jahrhunderts. Das Hockenheim Historic, ein Motorsportfestival par excellence. Vom Maserati 4 CLT aus den 40er Jahren über historische Alpha-Tourenwagen und Formel V Monoposti bis hin zum 2008er Toyota F1. Trotz strömenden Regens plant Porsche-Spezialist Dirk Sadlowski hier die Jungfernfahrt einer Ikone. Nach fast 10-jähriger Restaurierung soll dieser millionenteure Porsche 917 beim Hockenheim Historic erstmals Rennluft schnuppern. Das ist wirklich echt der erste Rollout. Geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir die ganze Fahrwerk-Setup, das ist alles voreingestellt, dass sich das jetzt einmal einläuft, die ganzen Lager. Und dann müssen wir das nochmal auseinandernehmen, dann nochmal alles nachjustieren. Und das gleiche gilt natürlich für die Bremse, Kupplung und so weiter. Wir hoffen, dass wir gleich ein bisschen vernünftiges Wetter haben, dass es ein bisschen trockener wird. Um ehrlich zu sein, wir haben gar keine Regenreifen mitgebracht, wir haben gar nicht mit schlechtem Wetter gerechnet. Auf der anderen Seite, regnen tut es für alle und wenn es regnet, dann wird auch im Regen gefahren normalerweise. Ende der 60er Jahre will Porsche mit dem 600 PS starken 917 die Sportwagen-WM aufmischen. Projektleiter ist der junge Ingenieur Ferdinand Piëch. Ohne Rücksicht auf Kosten treibt er das ambitionierte Projekt voran. Rückblickend bezeichnet Piëch den 917 als riskantestes Auto seines Lebens. Zu den ersten Piloten gehört der damalige Porsche-Werksfahrer Herbert Linge. Der Herr Piëch hat sich halt den Kopf gesetzt, dass wir aus eigener Kraft mal Weltmeister der Sportwagen werden. Und so entstand eigentlich der 917er. Und bei dem 917er kam ja dann erschwerend dazu, dass da 25 Autos gebaut werden mussten, was natürlich für ein solches Objekt absoluter Blödsinn war. Trotzdem macht man sich in Zuffenhausen an die Arbeit. Ein finanzielles Wagnis. Porsche kann sich Bau und Entwicklung des 917 nur leisten, wenn neben dem Werk auch private Rennteams den sündhaft teuren Rennwagen einsetzen. Seine Eckdaten: federleichte Kunststoffkarosserie, Gitterrohrrahmen, luftgekühlter 12-Zylindermotor. Jedes Bauteil eine Spezialanfertigung. Das war natürlich Tag- und Nachtarbeit und wir haben dann die 25 Autos fertig bekommen, aber fahrbar waren nur 3 oder 4. Zumindest aus eigener Kraft hätte es sich bewegt. Man kann natürlich darüber streiten, ob das dann ein fertiges Auto ist, aber zumindest hätte einer reinsitzen können und einmal einen Schritt vor und einen Schritt zurückfahren, das wäre schon gegangen. Ob der 917 ein Siegertyp ist, muss sich erst zeigen. Nach jahrelanger Dominanz des Ford GT40 greift auch Ferrari mit dem brandneuen 512S wieder nach der Sportwagenkrone. In Maranello werden die geforderten 25 Homologationsexemplare angeblich aber nie gebaut. Ja gut, sagt man natürlich, dass die ein bisschen in der Stadt verteilt sind und dann sind sie mit den Abnahmeleuten vorbeigefahren und gesagt, die haben wir schon alle verkauft. Und nach dem Essen hat man die woanders nachgestellt und dann ist man halt nochmal rumgefahren. Zumindest wird es so erzählt. Auch der Ferrari bekommt 1970 seine Zulassung. Doch Porsche hat die italienische Konkurrenz überrumpelt. Der 917 ist schon ein Jahr früher im Renntempo unterwegs. Das Auto kam ja 69, war damals von der Motorleistung wahnsinnig überlegen, irre schnell, aber aerodynamisch noch nicht so ausgereift, kann man sagen. Die Topfahrer haben sich ja auch die meisten geweigert, mit dem Auto zu fahren, weil es war wirklich abenteuerlich auf der Gerade. Der Motor hat so viel Luft angesaugt, dass die Plexihauben sich durchzogen und nach unten zogen. Und dadurch wurden die Autos natürlich sehr unstabil bei höheren Geschwindigkeiten. Und 380, 400 Kilometer Geschwindigkeit zu fahren mit dem 17er, das war kein Problem.
Man hat natürlich in der Aerodynamik Prinzipien und Ideen aus der Luftfahrt übernommen, weil das war ja das, wo man Aerodynamik gebraucht hat. Im Auto hat man da erst später damit angefangen. Bloß ein Flugzeug soll eigentlich oben bleiben und ein Auto soll unten bleiben. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Trotzdem starten 1969 3 Porsche 917 bei den 24 Stunden von Le Mans. Doch alle fallen nach technischen Defekten oder Unfällen aus. Am Ende verpasst Werksfahrer Hans Herrmann im deutlich schwächeren Porsche 908 den Sieg, erneut um Haaresbreite. Beim Hockenheim Historic posiert Rennlegende Jochen Maas mit Porsche 917 und zeitgenössischer Konkurrenz. Für den Sonderlauf Interserie meets Can-Am hat Organisator Tobias Eichele die wildesten Sportwagen der 70er von Porsche, Lola und McLaren zusammengetrommelt. Die Rivalen von damals wieder gegeneinander zwar in Showrennen antreten zu lassen, weil diese amerikanischen Big Blocks gegen diese einfach technisch doch hochentwickelten Porsche-Motoren bis hin zu 12 Zylindern, das waren einfach Schlachten, die sind unvergessen. Zum Krieg der Welten kam es damals in der nordamerikanischen Can-Am Challenge oder der europäischen Interserie. Im Regen von Hockenheim sind Boliden vom Schlage eines McLaren M8C allerdings kaum zu bändigen. Der V8-Motor mit fast 9 Litern Hubraum liefert gewaltige 800 PS. 5 Jahre in Folge dominiert McLaren die Can-Am Challenge. Die Can-Am-Serie war eine Serie praktisch ohne Regeln. Das heißt, man konnte auf einem Bierdeckel aufschreiben, was vorgeschrieben war. Alles andere war frei. Der Hubraum war frei. Es gab nur ganz minimale Regeln und das macht die Serie einmalig. Und das macht die Autos eigentlich auch so wild. Und das hat es danach ja nie mehr gegeben, in keiner Serie. Auch Peter Schleifer ist der Faszination Can-Am mit Haut und Haar verfallen. Er organisiert die Rennen des aktuellen Canadian American Challenge Cup und sitzt selbst am Steuer eines Lola T310. Wenn Sie in so einem Auto gefahren sind, also mit einem Leistungsgewicht von nahezu 1:1, dann ist jedes normale Straßenauto eher kaputt. Danny Halm hat damals, als er von der Can-Am-Serie in seinen Formel-1 McLaren in Monaco einstieg, zu seinen Mechanikern gesagt, der Motor sei kaputt. Aber war alles in Ordnung. Formel 1 hatte damals um die 480 PS und die Autos waren eigentlich deutlich stärker, die Can-Am-Autos. In Hockenheim messen sich die gut 800 PS starken Hubraummonster mit wieselflinken Flundern aus den damaligen 2- und 3-Liter-Klassen. Bei Nässe fahren die kleinen Sportprototypen den riesigen V8s auf und davon. Die Autos sind durch das hohe Drehmoment 1100 Newtonmeter sehr schwierig zu fahren, wenn das Drehmoment einsetzt. Sie haben im Prinzip keinen Grip, wenn es regnet. Und man hat damals die Autos wirklich vorzugsweise bei schönem Wetter gefahren, weil es wird fast unfahrbar. Es hat keinen Sinn. Ich bin rausgefahren und habe mich in der Einführungsrunde beim Sortieren schon zweimal gedreht. Einmal eine Ameisenkurve, danach nochmal. Und dann hat es für mich keinen Sinn, ein Rennen zu fahren. Das ist verrückt. Auch Porsche-Pilot Dirk Sadlowski muss kämpfen.
um den 600 PS starken und frisch restaurierten 917 bei seinem ersten Einsatz auf der Strecke zu halten. Strecke komplett nass, teilweise haben noch viele Pfützen da gestanden. Also das war schon Harakiri. Ich habe leider keine Regenreifen mitgebracht, war vielleicht ein bisschen unvorsichtig von mir, nicht dran zu denken, aber es hieß, erstes Wochenende wird gut. Nur so, naja, es ist sowieso unser erster Rollout, verzichten wir drauf. Da ist es auf jeden Fall ein zweistelliger Millionenbetrag, was ein Auto kostet. Ja? Also ein realistischer Marktwert schätze ich zwischen 12 und 14 Millionen heute. Das ist wahnsinnig viel Geld, muss man sagen. Also darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Wenn man in so ein Auto steigt, darf man nicht. Ja? Tue ich auch nicht übrigens. Ne? Sonst hätte ich es nicht gemacht. Der Porsche 917, eine Motorsport-Ikone. Die Flunder gehört heute zu den begehrtesten und wertvollsten Porsche-Modellen aller Zeiten. 1970 gewinnen Hans Herrmann und Richard Atwood im rot-weißen 917 des Teams Porsche Salzburg die 24 Stunden von Le Mans. Der erste von zahlreichen Gesamtsiegen für die Stuttgarter Sportwagenspezialisten und ein Triumph für Ferdinand Piëch. 1971 setzt Hollywood-Star Steve McQueen dem Porsche 917 im Spielfilm Le Mans ein Denkmal. Trotz Rennerfahrung darf der Schauspieler den wertvollen Boliden während der Dreharbeiten aber nicht selbst fahren. Als Steve McQueen-Double dient der langjährige Werkspilot Herbert Linge. Das Auto war nachher als Kurzheck, wie sie bei Gulf dann eingesetzt wurden, war das also spielend leicht zu fahren, war wirklich ein ganz tolles Auto. Also überhaupt keine Probleme mehr gehabt und Leistung ohne Ende. Parallel entwickelt Porsche auch das rund 60 cm längere Langheck für höhere Endgeschwindigkeiten auf der 6 Kilometer langen Mulsanne-Gerade in Le Mans. Der Piëch hat halt immer spezielle Autos gebaut. Ne? Das Langheck war ja auch ein Piëch seine Idee und das musste sein. Das Auto ging 390 in Le Mans auf der Gerade. Das war seither keiner mehr. Auf der Rennstrecke bleiben die Langheck-Versionen oder die extra breite Sau allerdings erfolglos. Für Seriensiege sorgt weiterhin der kurze 917. Mit diesem Kurzheck mit Haifischflossen sichert sich Porsche 1971 den zweiten Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Und hier kommt Dirk Sadlowskis Porsche 917 ins Spiel. Dieses Auto ganz speziell ist der Vorläufer der 71er Produktion, ist also als Kurzheck gebaut worden, ist dann aber mit den Finnen. Ihr kennt ja vielleicht die 917er, die ab 1971 gefahren sind, die haben rechts und links so relativ hohe Seitenfinnen. Das ist ein Prototyp gewesen, mit dem man verschiedene Heckvarianten für die Längsstabilität probiert hat. Also ein Stück Geschichte eben. In der Sportwagen-WM ist die Zeit des 917 nach einer Reglementänderung zur Saison 1972 abgelaufen. Nun lockt die nordamerikanische Can-Am-Serie. Die offene Karosserie und der Turbomotor machen den Spider noch schneller. Mit weit über 1000 PS beschleunigt der 917-30 zuletzt in 11 Sekunden von 0 auf 300. Schockierende Fahrleistungen, selbst für den erfahrenen 917-Bändiger Jürgen Neuhaus. Der 917-30 war ein Spider, war ein offenes Auto und war anschließend mit Turbolader versehen mit 1100 PS als stärkste Version. Wie schießen? Einfach weg, ab geht die Post. Der Piëch hatte damals gesagt, Herr Naus, wenn Sie das nicht können, die Beschleunigung, dass Ihnen die Speiselreste hochkommen, dann nehmen wir Astronauten, die können da nicht, die können das ab, aber die können nicht so schnell um die Ecke fahren wie Sie. Die Autos hatten ja starren Durchtrieb. Da musste man etwas in der Lenkung anziehen sozusagen, dass er leicht in den Drift kam und dann musste man nur noch Gas geben. Entweder das passte nicht. Und wenn nicht gepasst hat, dann waren sie neben der Strecke
Und an der Leitplanke und Bettpass, die waren auf der Straße und dann waren sie still. Gleich in N24 Drive. Der Porsche 91730 überrollt die amerikanische Can-Am-Serie. Die Sage geht ja, dass das Auto 1400 PS hatte. Beim Hockenheim Historic erleben wir das Turbomonster live in Aktion. Beim Hockenheim Historic trifft sich die Elite der Motorsportgeschichte. Von der Nachkriegszeit bis zur modernen Formel 1. Als einer der wichtigsten Rennwagen des 20. Jahrhunderts gilt der Porsche 917. Nach 2 Siegen bei den 24 Stunden von Le Mans soll er die amerikanische Can-Am-Serie erobern. In Übersee duellieren sich die Turbo-Porsche mit den großvolumigen V8 von Lola und McLaren. 5-mal in Folge gewinnen die orangefarbenen Rennwagen des Neuseeländers Bruce McLaren die Can-Am Challenge. Der Bruce McLaren war nicht nur ein genialer Fahrer, sondern auch ein genialer Konstrukteur und ein genialer Kaufmann. Er hat immer nur 2 Werksautos gebaut, die dann allen auf und davon fuhren und hat dann die Evolutionsstufe davor, also die alten Autos angeführt, abgeführt, an Kunden verkauft. Die Leute standen Schlange, um einen alten McLaren zu kaufen, wo sie genau wussten, gegen die Werksautos würden sie in jedem Fall verlieren. Aber die Leute wollten die Autos haben, weil es eben das Beste war, was es damals gab. Ende der 60er nennt man die Can-Am-Serie auch die Bruce and Danny Show. Fast brüderlich teilen sich McLaren und Teamkollege Danny Halm die Siege. Doch dann kommt Porsche. Die Sage geht ja, dass das Auto 1400 PS hatte und hatte also ein sogenanntes Dampfrad, wo er die Turbolader, Doppelturbolader einstellen konnte. Und da ist schon ein Unterschied. Meiner hat nachgewiesenerweise 800 PS und das war auch so die Leistung, die damals gefahren wurde und das sind eben dann 600 mehr. Und das sagt eigentlich schon alles. 1972 geht der Can-Am-Titel an George Follmer im Porsche 91710 Turbo. 1973 triumphiert Mark Donohue im stärksten Rundstreckenauto aller Zeiten, dem übermächtigen Porsche 91730. Beim Hockenheim Historic steht solch ein Bolide in den Startlöchern. Mit 5,4 Litern Hubraum, 2 Turboladern und über 1000 PS ein wahres Monster. Heute sind keine idealen Bedingungen, um dieses extrem starke Auto zu fahren. Wir haben den Ladedruck reduziert und sind bei etwa 900 PS, aber weniger geht nicht. Bei vollem Ladedruck haben wir weit über 1000 PS. Mit dem langen Heck liegt der Wagen bei hohem Tempi sehr stabil, aber bei Nässe muss man höllisch aufpassen. Heute ist kein guter Tag zum Vollgas geben. Zum Glück hat der Wettergott ein Einsehen. Zum zweiten Interserie Meets Can-Am-Lauf trocknet die Strecke etwas ab und Peter Schleifer lässt seinen Lola fliegen. Und der Lola T310 hat ja das Prädikat, das größte Auto der Can-Am-Serie gewesen zu sein. Und zusammen mit dem Chevy-Motor war er, was man auch an der Karosserie sieht, schon ein sehr modern aerodynamisches Auto. Also er sticht aus diesen klassischen Can-Am-Autos einfach durch diese sehr progressive Formgebung hervor. Gegen die Urgewalt des Turbo 917 bleiben die V8s dennoch machtlos. Unter der Regie von US-Rennmogul Roger Penske lässt Porsche der Can-Am-Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Das waren die amerikanischen und englischen Marken ja nicht gewohnt. Ja, die waren ja immer auf dem Siegestreppchen und plötzlich kommen da die Zuffenhausener und rollen alles nieder. Einfach durch die Turbotechnik halt. Und das war dann einfach zu viel und dann hat man es durchs Reglement abgeschaltet. Die Autos waren nur über die erste Benzinkrise dann eigentlich zu kriegen. Es wurde nach der Benzinkrise ein Verbrauchsreglement eingeführt und da fiel Porsche auf einmal natürlich raus. Die waren nicht in der Lage, dieses Benzinreglement einzuhalten und damit war für Porsche Ende der Saison 73 Schluss.
Der letzte Paukenschlag des Jahrhundertrennwagens erklingt 1975. Auf der amerikanischen Ovalrennstrecke von Talladega knackt der 917-30 die Rundenbestzeit. Durchschnittsgeschwindigkeit über 375 km/h. Ein bis heute unerreichter Rekord. Wenn der Turbo einsetzt, fühlt man die gewaltige Kraft. Das tut man aber besser nur auf der Geraden. Heute im Regen muss ich schon sehr aufpassen. Auch Porsche-Spezialist Dirk Sadlowski trägt seinen Ur-917 beim Hockenheim Historic mit Samthandschuhen um die Strecke. Der Kultrennwagen wurde gerade frisch restauriert. Sein Wert liegt im zweistelligen Millionenbereich. Heute deutlich besser, muss man sagen, war gut. Hat mir trotzdem schwer gefallen, mich ab und zu überholen lassen zu müssen, obwohl es ja eigentlich kein seriöses Rennen jetzt war. Aber wir durften so schnell fahren, wie wir wollten, wir durften trainieren. Und da waren doch ein paar Autos in der gleichen Hubraum- und Kaliberklasse dabei, die auf Regenreifen unterwegs waren, und die sind dann an mir vorbeigezogen. Aber ich habe sie nicht gleich gemacht. Ich musste eben an der Kurbel ein bisschen drehen, aber super Freude, super Spaß, Auto toll gefahren, fantastische Performance, unglaublich so ein Ding, also muss ich sagen. Die Faszination des Porsche 917 und seiner zeitgenössischen Konkurrenten ist auch nach über 40 Jahren ungebrochen. Das hat der Auftritt beim Hockenheim Historic eindrucksvoll gezeigt.